Hello from beautiful São Paulo. Hallo, hallo, hallo aus dem schönen São Paulo. It will be a time coming where I won't be able to say that anymore. Es kommt der Zeitpunkt, da werde ich das nicht mehr sagen können. Because we are moving to the northeast of Brazil. Denn wir ziehen in den Nordosten Brasiliens. Then I will say all year round, hello from hot Teresina. Dann werde ich das ganze Jahr über sagen, hallo, hallo, hallo aus dem heißen Teresina. It's one of the hottest cities in Brazil. Es ist eine der heißesten Städte Brasiliens. All year round. Das ganze Jahr über. Look at verse 10. Schauen wir uns Vers 10 an. Paul says we are fools for Christ, but you are wise in Christ. Paulus sagt, wir sind Narren für Christus, ihr aber seid weise in Christus. We are frail, but you are powerful. Wir sind schwach, ihr aber seid stark. You are celebrated and we are humiliated. Ihr werdet gefeiert, wir werden aber gedemütigt. Isn't this an interesting statement that he makes here? Ist das nicht eine interessante Aussage, die er hier macht? See, Paul is trying to tell them that they have chosen to be the lowest of the lowest for the purpose of the kingdom. Paulus versucht zu sagen, dass sie sich entschieden haben, die Niedrigsten der Niedrigen zu sein für das Reich Gottes. He compared even himself and the apostles Er vergleicht sogar sich selbst und die Apostel with the ordinary Christians in Corinth who were very carnal, mit den einfachen Christen in Korinth, die sehr fleischlich waren living in terrible sins. und in schrecklichen Sünden lebten. And to them he said, you are wise in Christ. Zu ihnen sagt er, ihr seid weise in Christus. Now, it almost seems like Paul is trying to paint a very graphic picture Es scheint so, als ob Paulus versucht, ein sehr anschauliches Bild zu malen, to finally bring them to the place to wake up that the apostles are nothing special. um sie endlich dazu zu bringen, aufzuwachen und zu erkennen, dass die Apostel nichts Besonderes sind. He says, don't you see that we're the ones that for Jesus Christ have made ourselves full? Er sagt, seht ihr nicht, dass wir diejenigen sind, die sich für Jesus Christus zum Narren gemacht haben? You live in Christ's wisdom, but when everybody looks at us, we look like fools. Ihr lebt in der Weisheit Christi, aber wenn sie auf uns schauen, sehen wir wie Narren aus. He says, we are frail, yet you are powerful. Er sagt, wir sind schwach und ihr seid stark. How can Paul say that we are frail when on the other hand he says we are strong in the Lord? Wie kann Paulus sagen, wir sind schwach, wenn er auf der anderen Seite sagt, wir sind stark im Herrn? You know, if you look at the whole story in the life of Paul, Wenn wir uns die ganze Geschichte im Leben des Paulus anschauen, the truth is that Paul had to experience weakness over and over again. werden wir feststellen, dass Paulus immer und immer wieder Schwäche erleben musste. Do you remember 2 Corinthians 12? Erinnern wir uns an 2. Korinther 12. Where Paul actually finally comes to the place where he says, I rejoice in my weakness. Als Paulus schließlich an den Punkt kommt, an dem er sagt, ich freue mich meiner Schwachheit, Because when I'm weak, I'm strong in the Lord. denn wenn ich schwach bin, bin ich stark im Herrn. So Paul let them understand that if you would only know what we live through, Paulus ließ sie verstehen, wenn ihr nur wüsstet, was wir durchmachen, that we are fragile, weak people. dass wir zerbrechliche, schwache Menschen sind. Look, so many Christians have the idea that great ministers are the strong people. So viele Christen haben die Vorstellung, dass die großen Diener starke Menschen sind. But I don't believe so. Aber das glaube ich nicht. What's God going to do with strong people? Was will Gott mit starken Menschen machen? How's God going to use somebody powerful who is strong in himself? Wie will Gott jemanden groß gebrauchen, der in sich selbst stark ist? I mean, think what Paul suffered just physically. Denk mal daran, was Paulus körperlich erlitten hat. If that did not make your body weak and fragile, then I don't know what. Wenn das deinen Körper nicht schwach und zerbrechlich macht, dann weiß ich nicht was. He was stoned and left as dead. Er wurde gesteinigt und wie tot zurückgelassen. How many bones must have been broken at that occasion? Wie viele Knochen müssen bei diesem Ereignis gebrochen worden sein? Day and night he was out in the open sea. Tag und Nacht war er auf dem offenen Meer unterwegs. I mean, Paul suffered physically intensely. Paulus hat körperlich sehr gelitten. So of course physically he was very frail, very weak. Natürlich war er körperlich sehr gebrechlich, sehr schwach. And he was very happy to do that after the Lord told him, my grace is enough. Aber er war sehr glücklich, das zu tun, nachdem der Herr ihm gesagt hatte, meine Gnade ist genug.
So once we understand that the higher we are in the kingdom, Wenn wir verstehen, dass je höher wir im Reich Gottes stehen, so my higher under quotation marks, also höher in Anführungszeichen, it's reality a life of servanthood, a life of suffering, a lot of pain. die Realität ein Leben des Dienens, ein Leben des Leidens, ein Leben des Schmerzens ist. All right, I don't want to suffer. Ach, Reinhard, ich will nicht leiden. Well, then maybe you should not want to be a true servant of the Lord. Dann solltest du dir vielleicht nicht wünschen, ein wahrer Diener des Herrn sein zu wollen. But Paul embraced it, and not only embraced that, Aber Paulus hat es angenommen, nicht nur angenommen. Paul clearly showed the Christian that that's what true apostolic ministry is like. Paulus hat den Christen deutlich gezeigt, wie der wahre apostolische Dienst aussieht. You know, we need apostles that show to the Christians what real servanthood of Jesus is. Wir brauchen Apostel, die den Christen zeigen, was echte Dienerschaft Jesu ist. And then he says, you are celebrated, but we are humiliated. Dann sagt er, ihr werdet gefeiert, wir aber werden gedemütigt. Who wants to be humiliated? Wer will schon gedemütigt werden? To be humiliated is painful. Gedemütigt zu werden ist schmerzhaft. To be humiliated is embarrassing. Gedemütigt zu werden ist peinlich. When everybody sees how you're humiliated, it's very hurtful. Wenn jeder sieht, wie man gedemütigt wird, ist das sehr verletzend. But Paul is telling them you only see one side of the story, but here is another side. Aber Paulus sagt ihnen, ihr seht nur eine Seite der Geschichte, aber es gibt auch die andere. You only see us coming to you with power and authority and signs and wonders. Ihr seht nur, wie wir mit Kraft und Autorität und Zeichen und Wundern zu euch kommen. But here is another side. Aber hier ist die andere Seite. In order for the power and the glory of God to manifest to us as you see it, Damit die Kraft und Herrlichkeit Gottes sich durch uns so manifestiert, wie ihr sie seht, we have to be willing to live a life of true humility. müssen wir bereit sein, ein Leben in wahrer Demut zu führen. It's really interesting how he says you are celebrated, we are humiliated. Es ist wirklich interessant, wie er es sagt. Ihr werdet gefeiert, wir werden gedemütigt. Isn't it strange how many ministers today, they want to be the ones who are celebrated? Ist es nicht seltsam, dass viele Pastoren, die heute dienen, diejenigen sein wollen, die gefeiert werden? Paul did not. Paulus wollte das nicht. Paul was willing to do anything it takes so that the gospel could advance. Paulus war bereit, alles zu tun, was nötig war, damit sich das Evangelium verbreiten konnte. You know, I think we have understood very little of what it really means to totally live for Jesus. Ich denke, wir haben sehr wenig davon verstanden, was es wirklich bedeutet, ganz für Jesus zu leben. We live in such a spoiled, comfortable world Wir leben in einer so verwöhnten, bequemen Welt, that every time we don't experience things that we like and want to have to our pampered life, we get upset. dass wir uns jedes Mal aufregen, wenn wir nicht die Dinge erleben, die wir mögen und die wir in unserem verwöhnten Leben haben wollen. But the Lord is raising up a church that is willing to carry a true apostolic mark. Der Herr ist dabei, eine Gemeinde zu erwecken, die bereit ist, ein wahres apostolisches Zeichen zu tragen. Because remember, Denn vergiss nicht, the apostles are there to equip the church die Apostel sind dazu da, die Gemeinde auszurüsten, so that the whole church can become an apostolic expression of Jesus Christ. damit die ganze Gemeinde ein apostolischer Ausdruck von Jesus Christus werden kann. Are you willing to live that? Bist du bereit, das zu leben? This is the church that Jesus is raising up. Dies ist die Gemeinde, die Jesus auferweckt. See you guys tomorrow. Wir sehen uns morgen, Leute.